Hey Leute, was geht ab? In diesem Video geht es um das Thema Ölwechsel. Ohne groß zu reden, fange ich einfach mal an. Und zwar, ich fange an mit dem Bordcomputer. Ihr habt dort eine Anzeige, der nennt sich Motoröl Lebensdauer. Die Prozentanzeige macht euch da wirklich nicht verrückt. Ich nenne es eher eine Erinnerungsanzeige, dass man daran erinnert wird, dass das Öl nun gewechselt werden sollte. Und zwar, die Prozentanzeige geht runter, entweder wenn man 30.000 Kilometer gefahren ist oder wenn ein Jahr vergangen ist, je nachdem, welches als erstes zutrifft. So, dann fangen wir mal an damit, dass wir den Messstab etwas rausziehen und den Deckel öffnen, damit das Öl besser durchfließen kann. Im nächsten Schritt werden wir die Ölablassschraube mit einer 40er Torx aufschrauben. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr den Öl wechselt, unbedingt eine neue Schraube und auch eine neue Dichtung für den Ölfilter benötigt. Daran auf jeden Fall denken. Unterm Auto gelangt befindet sich beim Diesel der Ölfilter hier auf der Seite. Die Ölablassschraube hier, die fließt quasi in die hintere Richtung. Und nochmal so eine Randinfo, das hier ist der Ölstandssensor. Den habe ich auch einmal gewechselt, als bei 110 oder 112.000 Kilometer meine Kette gewechselt wurde. Da stand das Auto mal einen Monat lang in der Werkstatt ohne Öl in der Wanne. Deswegen wurde der Sensor auch defekt. Den habe ich für ein paar Euro im Internet selbst gekauft und letztes Jahr dann dementsprechend selbst gewechselt. Also einfach anhand des Ölwechsels gleichzeitig auch kann man den Sensor einfach abmachen, die Schrauben hier entfernen, den neuen Sensor ran und es ist einfach nur alles Plug and Play. Jetzt wollen wir die Schraube hier entfernen und warten, bis alles dann abläuft. Also, wenn man den auch mit 15 bis 20 Newtonmeter andreht, kann man den auch mit der Torx easy aufdrehen. Und ihr seht, den Rest kann ich mit der Hand machen und einfach dann in die Wanne fallen lassen. Da macht ihr euch nicht alles dreckig. Ja, weg damit. So, jetzt warten wir ein paar Minuten, bis es alles abtropft und dann machen wir weiter mit dem Ölfilter. Im nächsten Schritt haben wir den Ölfilter. Wir können hier das Öl vorher schon ablassen, damit wir keine Sauerei haben, wenn wir den Ölfilter an sich selbst rausdrehen. Hier nehmen wir einen 6er Sechskant. Ich muss mal schauen kurz, ob das auch richtig ist. Ja genau, eine 6er Sechskant. Den habe ich schon etwas aufgedreht und kann man noch langsam aufdrehen. Und wenn das dann Öl raustropft, warten wir noch mal ein paar Minuten. Aufpassen, dass das Teil nicht in die Wanne fällt. So. Jetzt warten wir noch mal ein paar Minuten. Für den Ölfilter an sich benötigen wir eine 24er Innensechskant. Auch hier habe ich dementsprechend etwas vorgedreht, damit ihr nicht länger warten müsst. Geht doch ganz einfach. Wenn man das dementsprechend mit den Drehmomenten zudreht, dann kann man das auch leicht aufdrehen. Kommt natürlich noch ein bisschen Öl mit raus. So, jetzt können wir noch ein paar Minuten warten und machen alles sauber und alles wieder umgekehrt zusammenbauen. Wir haben nun unseren Ölfilterdeckel gereinigt. Hier auf dem Deckel seht ihr dann nochmal 10 Newtonmeter für die Ablassschraube in der Mitte und nochmal 25 Newtonmeter für den Deckel an unserem Fahrzeug. Wichtig ist beim Lieferumfang, dass wenn ihr einen neuen Filter kauft, einen neuen Dichtring für das Gehäuse und für die Ablassschraube mitgeliefert bekommt und für die Wanne dementsprechend auch eine neue Schraube. Den Filter, wie wir sie rausgenommen haben, wieder reindrücken, bis sie arretiert und fest sitzt sie. So kann man sie wieder zurückbauen. Wichtig ist, dass wir den Ring auf jeden Fall vorher noch mit Öl etwas einschmieren, damit er auch luftdicht wird. Jetzt wieder alles zusammenbauen.
Und wie gesagt, mit den dementsprechenden Drehmomenten einmal zudrehen. Und danach kommt auch unsere Schraube und gehen dann zum nächsten Schritt. So, alles nochmal gereinigt, zugedreht mit den Drehmomenten. Jetzt lassen wir das Auto ab und füllen Öl nochmal nach. Alles wieder zugedreht. Den Karton habe ich bewusst da gelassen, falls es im schlimmsten Fall nochmal kleckern sollte. Das darf auf keinen Fall passieren, damit ich das dann sofort sehen kann. Diesen Fleck hier nicht wundern, der war schon zuvor da. Und ebenfalls nicht wundern, wenn ich hier alles 4-5-fach abgesichert habe. Sicherheit geht eben vor. Beim Einfüllen könnt ihr den Deckel einfach abziehen. Der ist hier an diesen Seiten hier dran gedrückt. Den könnt ihr einfach abziehen. Und beim Öl ist es so, dass bei meiner Motorisierung 4,5 Liter reinpassen. Hier sind exakt 5 Liter drin. Das heißt, wenn ich den alles reinfüllen müsste, hätte ich ungefähr noch einen halben Liter übrig. Dann haben wir ja wieder unsere Anzeige, die wir mit Hilfe der Hakentaste gedrückt halten zurücksetzen können. Dann haben wir wieder 100% und können weiterfahren. Auf jeden Fall einmal Motor starten und ausmachen und kurz den Ölstand prüfen und dann sind wir soweit fertig. Ja, bevor ich jetzt eine Teststrecke fahre, nochmal den Schlusssatz. Seid euch bewusst, dass wenn ihr das Öl selbst wechselt, das Altöl auch dementsprechend entsorgen müsst. Es darf auf keinen Fall noch nicht mal ein Tropfen auf den Boden gelangen. Wenn ihr es im Handel gekauft habt, könnt ihr dort euren Altölfilter, alle Tücher, die ihr dementsprechend beschmutzt habt, abgeben. Wenn ihr es online bestellt habt, gerne auch an den Online-Händler, aber da sind halt die Versandkosten und Verpackungskosten etwas höher. Da wird sich das, glaube ich, gar nicht lohnen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sollte ich etwas falsch gemacht haben, gerne kommentieren. Ich werde es dann in der Beschreibung anpassen. Und alle weiteren Informationen findet ihr in der Beschreibung. Schaut gerne auf dem Kanal vorbei. Liked, Glocke aktivieren und teilen nicht vergessen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.